Soll das jetzt ein Witz sein? Es gibt Dinge, die kann man sich nicht aussuchen. Glaub mir, Tristan, ich wollte mich nicht zwischen euch drängen. Und du? Du hast die ganze Zeit davon gewusst? Dann wusstest du es also die ganze Zeit? Ja. Nicht von Anfang an. Marlene hat mich darauf angesprochen. Aber ich habe es abgestritten. Weil ich wollte das ja selbst nicht. Und ich dachte, wenn ich nicht drüber rede und so tue, als ob nichts wäre, dann geht das vielleicht auch wieder weg. Aber bestimmte Dinge verschwinden nicht von selbst. Dann habe ich es ihr eben gesagt. Weil ich Marlene nicht länger anlügen wollte. Bei mir hattest du anscheinend ja kein Problem damit. Ich habe Marlene gebeten, dir nichts zu sagen. Ist dir eigentlich klar, in was für eine Situation du Marlene damit gebracht hast? Tristan, ich kann gut für mich selbst sprechen. Ich weiß es nicht. Ich wollte das doch alles nicht. Dafür hast du es aber ziemlich weit kommen lassen. Was hätte ich denn machen sollen? Hätte ich dir sagen sollen, dass ich mich in deine Freundin verliebt habe? Wäre es dir dann besser gegangen? Ja, wäre es. Marlene kann jedenfalls nichts dafür. So, und jetzt wissen alle Bescheid und das ist auch gut so. Und jetzt vergessen wir das Ganze. Am besten einfach wieder. Danke. Wie lange weißt du schon? Vielleicht seit ein paar Wochen. Dann war der Brief nicht von Christian, sondern von Rebecca. Ich bin so ein Idiot. Du konntest es doch nicht wissen. Ich konnte es dir einfach nicht sagen. Sie ist meine kleine Schwester. Ich kann verstehen, dass du sie beschützen willst. Aber anstatt dir zu vertrauen, habe ich dir auch noch mit meiner Eifersucht die Hölle heiß gemacht. An deiner Stelle wäre ich auch misstrauisch geworden. Du hast mir noch oft genug gesagt, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Deswegen seid ihr euch aus dem Weg gegangen und deswegen willst du die Hochzeit klein halten, aus Rücksicht auf Rebecca. Bitte sei nicht sauer auf sie, ja? Sie hat ja nichts weiter getan. Sie hat die Freundschaft zu dir ausgenutzt. Sie war in mich verliebt. Mein Gott, sowas passiert schon mal. Das ist doch keine böse Absicht. Ich werde trotzdem noch mal mit ihr reden. Worüber? Sie hat doch gesagt, dass das Thema für sie erledigt ist. Für sie vielleicht, aber für mich nicht. Bitte lass mich in Ruhe. Rebecca, warum hast du es ihm gesagt? Du hast doch gesehen, wie er drauf war. Er dachte, wir hätten Streit. Er hat nicht locker gelassen. Und wieso hast du ihm dann nicht sonst was erzählt? Ich meine, man kann sich aus 1000 Gründen streiten. Er ist mein Bruder. Wie lange soll ich ihn noch anlügen? Das geht mir genauso. Ja, gut, wenn ich dich damit in eine blöde Situation gebracht habe, dann tut mir das leid. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Immerhin hat Tristan ja auch keine Ahnung, dass ich mit dir... Dann kannst du doch beruhigt sein. Tristan glaubt, dass du unschuldig bist und dass er keinen Grund hatte, eifersüchtig zu sein. Also, er kann in Ruhe heiraten. Rebecca, bitte, es tut mir leid. Hör auf, dich ständig zu entschuldigen. Mir tut es nicht leid. Nicht eine Minute. Auch wenn für dich unsere gemeinsame Nacht wohl keine Bedeutung hatte. Doch. Doch, es hat mir was bedeutet. Ja? Was denn? Dass du mal probiert hast, wie es mit einer Frau ist. Nein, Bitte. Ich habe akzeptiert, dass du meinen Bruder heiraten wirst. Und ich werde euch bestimmt nicht in die Quere kommen.
War Tristan schon bei dir? Er wollte noch mal mit dir reden. Nein. Und keine Sorge, ich werde unser kleines Geheimnis für mich behalten. Ist es das, was du wissen wolltest? Nein. Ja, vielleicht. Danke. Gut, dann wäre das ja geklärt. Und wenn du mir jetzt noch einen Gefallen tun könntest... Ja, natürlich, klar. Was denn? Bitte lass mich in Ruhe. Ich kann das nicht mehr. Das hier finde ich ganz gut. Bei diesen 3 könnten Sie noch ein bisschen mehr ins Detail. Und dann können Sie auch schon zur Schnittmeisterin. Gut. Dankeschön. Ich habe überhaupt gar keine Zeit und schon gar nicht, um mir eine Moralpredigt anzuhören. Ich war nur gerade in der Nähe ums gleich ins Theater, deswegen wollte ich schon mal die neuen Kostüme mitnehmen. Klar. Können Sie bitte veranlassen, dass die transportfähig gemacht werden? Ja, natürlich. Danke. Wow. Hast du noch mehr davon? Wenn ich designe, dann stelle ich mir halt Menschen vor, die ich gut kenne. Marlene scheinst du besonders gut zu kennen. Die Kostüme sind gleich fertig. Wie lange geht das schon mit euch? Seit wann weißt du, dass du dich in Marlene verliebt hast? Keine Ahnung. Seit ein paar Wochen. Oder Monaten. Monate. Wir haben in dieser Zeit immer wieder über Marlene gesprochen. Ich habe mich dir vollkommen anvertraut und du hast mir nichts gesagt. Was hätte das geändert? Alles. Du wusstest, dass ich völlig zu Unrecht eifersüchtig auf Christian war. Und du hast Marlene genötigt, mich anzulügen, weil sie dich beschützen wollte. Gib's zu, du hast gehofft, dass wir uns trennen. Selbst wenn. Marlene liebt dich. Und es war ein furchtbares Gefühl, dich die ganze Zeit anzulügen. Auch wenn du mir das jetzt nicht glaubst. Tristan. Du bist mein Bruder. Und genau deswegen habe ich dir vertraut. Aber ich habe mich wohl getäuscht. Und du hast nie was mitbekommen? Rebecca hat erfolgreich die beste Freundin-Karte ausgespielt und sich so schön an Marlene rangekuschelt. Und als normaler Mann bekommt man sowas ja auch nicht mit. Aber zwischen den beiden ist nicht wirklich was gelaufen, oder? Trotzdem hat sie es doch drauf ankommen lassen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ich schon. Seit sie aus den USA zurück ist, fährt sie sowieso ihren komischen Ego-Trip. Warum also nicht dem eigenen Bruder die Verlobte ausspannen? Komm, jetzt spinn hier nicht rum. Wenn ich darüber nachdenke, was ich hier alles erzählt habe über Marlene und mich. Tristan. Wahrscheinlich hat sie sich auch noch bei jeder kleinen Krise Chancen ausgerechnet. Tristan. Was? Komm, setz dich. So. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie es Rebecca bei der ganzen Sache ging? Mir reicht es, wenn ich darüber nachdenke, wie es mir bei der Sache geht. Wäre aber nur fair. Man, sie ist unglücklich in Marlene verliebt und muss sich jedes Detail eurer Beziehung anhören. Denkst du, das macht Spaß? Kommt aufs Detail an. Und wenn sie ehrlich zu mir gewesen wäre, hätte sie das vermeiden können. Wahrscheinlich hat sie sich nicht getraut. Ja, so ist das eben, wenn man wieder besserer Vernunft in jemanden verliebt ist. Solltest du am besten wissen. Hey, Hey, du hast aber auch schon mal besser ausgesehen. danke. Komm schon, du weißt, was ich meine. Was ist passiert? Tristan weiß Bescheid. Was? Dass du mit Rebecca im Bett warst? Nein, natürlich nicht. Was dann? Sie hat ihm gestanden, dass sie in mich verliebt ist. Das alles? Ja, zum Glück. Ist doch gut für dich. Ja, dachte ich anfangs auch, aber je mehr ich drüber nachdenke, umso elender fühle ich mich. Ich habe Rebecca Hoffnung gemacht.
Als sie auf Abstand ging, habe ich ihre Nähe gesucht. Und jetzt geht sie mir aus dem Weg. Ja und? Meinst du jetzt, du hast die falsche Entscheidung mit Tristan getroffen, oder wie? Nein. Und damit ist die Fragestunde auch wieder beendet. Okay. Es ist doch super, wenn du jetzt dir so sicher mit Tristan bist. Ich meine, du brauchst auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Und Rebecca kannst du auch nicht helfen. Wenn sie meint, dass es richtig ist, dass sie ihrem Bruder jetzt das alles gesagt hat, also zumindest fast alles, dann zumindest hat dieses Rumgeeiere jetzt endlich ein Ende. Naja, aber wie sollen denn die beiden jemals wieder ein normales Verhältnis zueinander aufbauen? Wie soll denn Rebecca damit klarkommen, dass ich plötzlich ihre Schwägerin bin? Tja, Rebecca wird das schon schaffen. Komm her. Sei nicht albern, du kannst ihr wenigstens Hallo sagen. Da ist sie schon. Nein, ich rufe dich vor deinem Flug nochmal an. Ja, ich freue mich auch. Bis dann. Ciao. Hallo. Hallo. Was macht ihr denn hier? Marlene hat noch einen Termin mit der Schnittmeisterin und ich wollte noch mal mit ihr reden. Ich gehe dann mal, ja? Wir können uns nicht ewig aus dem Weg gehen, Rebecca. Das hat sich vorhin aber anders angehört. Das stimmt. Du wirst verstehen, dass deine kleine Beichte ein ziemlicher Schock für mich war. Ja, das kann ich verstehen. Aber mir ist auch klar geworden, dass die Situation für dich am schwierigsten ist von uns dreien. Und jetzt heiraten Marlene und ich auch noch. Das muss hart für dich sein. Und deswegen will ich noch mal auf deinen Vorschlag eingehen. Wir sollten das ganz einfach vergessen. Marlene muss man eben lieben. Und solange du nicht versuchst, mir sie auszuspannen, wie kann ich dir das übernehmen? Sorry, aber ich habe nicht das Bedürfnis, ab jetzt zusammen mit dir von Marlene zu schwärmen. Ich will dir einfach nur sagen, dass ich dich verstehen kann. Muss ein ziemlich mieses Gefühl sein. Ich weiß noch genau, wie es war, als Marlene nicht von Hagen losgekommen ist. Ja, ich weiß, was du meinst. Das muss ja der reinste Horror für dich gewesen sein, die ganze Zeit, die ihr zusammen verbracht habt. Ich meine, wenn du wenigstens ein Kerl wärst, aber so. Wie meinst du das? Naja, wenn man so völlig außer Konkurrenz läuft. Du scheinst dir deiner Sache ja ziemlich sicher zu sein. Ich kenne Marlene, sie würde niemals was anfangen mit einer Frau. Ich kenne Marlene auch. Und zwar ziemlich gut. Und trotzdem hast du dich in sie verliebt. Gefühle sind schon verrückt, oder? Warum bist du dir eigentlich so sicher? Bitte? Naja, dass Marlene sich nicht für mich interessiert. Woher willst du das so genau wissen? Wir sind zusammen und wir sind verlobt, schon vergessen. Das, mein Lieber, heißt gar nichts. Was willst du damit sagen?